Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen und Entschuldigung, dass länger kein Video mehr hochgeladen wurde. Tom ist im Moment in der Schweiz, aber er kommt schon bald, so in etwa einem Monat ist er wieder hier, da gibt es wieder ein bisschen mehr Videos. Ich möchte aber trotzdem die Zeit nicht einfach so verstreichen lassen, sondern möchte euch informieren. Ihr habt sehr viel schon über Kolumbien gesehen, verschiedene Regionen, die Favelas, das Essen hier, alles Mögliche. Heute reden wir ganz kurz für die Leute, die Auswandern interessiert, über das Gesundheitswesen. Das Gesundheitswesen, wie ist das organisiert hier in Kolumbien? Im Prinzip kann man sagen, es ist dreigeteilt. Wir haben als erste Stufe die CISBEN. Die zweite Stufe ist die EPS und die dritte Stufe sind private Zusatzversicherungen. Jetzt ist was und was kostet das? Also, eine CISBEN, das ist eigentlich eine Grundversorgung für Leute, die arbeitslos sind etc. Also jeder Kolumbianer hat Anspruch auf eine Gesundheitsversorgung, was ich sehr gut finde und auch sehr begrüße. Die EPS, das ist eine staatliche Krankenkasse und die ist für euch sehr wichtig, weil ihr müsst eine EPS abschließen, wenn ihr hier wohnen wollt. Die die Gebühren oder die Prämien richten sich nach dem Einkommen, weil es ist ein solidarisches System, und zwar mit 12,5% von eurem Einkommen. Ja, das scheint sehr viel zu sein, jedoch könnt ihr, wenn ihr einen Hauptversicherten habt, könnt ihr eure Ehefrau und die Kinder mit einschreiben. Die private Zusatzversicherung, ja, die beträgt etwa für einen 40-Jährigen zwischen 200 und 550 Franken circa oder Euros. Und da könnt ihr eigentlich à la carte zum Beispiel den Zahnarztzusatz versichern. Jetzt aber, was ist versichert mit der normalen EPS, mit der staatlichen Versicherung? Das ist eigentlich eine Art, wir nennen das in der Schweiz Hausarztmodell. Und beim Hausarztmodell funktioniert das so, ihr geht zuerst zu einem normalen Hausarzt, zu eurem Hausarzt. Und wenn ihr etwas Spezielles habt oder so, dann überweist er euch an den Spezialisten. Die EPS hat eingeschriebene Ärzte, zu wem ihr gehen könnt, genauso mit den Spitälern. Bei der EPS habt ihr keinen Anspruch auf ein Einzelzimmer. Ja, das kann teilweise nervig sein. Ich war schon mehrmals im Spital und beim Blinddarm hatte ich jemanden, der nebendran am Sterben lag. Also ja, ich hatte ein Vierbettzimmer und da kam die ganze Familie und hat ja, mir praktisch auch die Bibel vorgelesen auf Spanisch 24 Stunden lang. Danach habe ich mir dann auch überlegt, eine Privatversicherung mir zuzulegen. Ich habe ein Video gemacht auf meinem anderen Kanal auf Englisch, ein Interview mit Maluma. Kann ich nur empfehlen. Geht etwa eine halbe Stunde. Da habe ich ein Interview mit einem Versicherungsagenten. Und der erklärt ein bisschen detaillierter jetzt in diesem Video noch viel mehr zu den Krankenkassen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist eben mal die drei Stufen, die es gibt. EPS ist obligatorisch, wenn ihr eine Zusatzversicherung wollt. Jetzt vielleicht noch mit dem Alterseintritt. Die EPS kann man in jedem Alter beitreten. Das ist schon mal sehr positiv hier. Also auch wenn ihr bereits 65 seid, könnt ihr ohne Problem noch in die EPS rein. Auch wenn ihr 80 seid, kein Problem. Bei den Zusatzversicherungen sieht es natürlich etwas anders aus. Da gibt es Altersguillotinen, die sind bei 59 und 62, je nach Modell, was man hat. Ja, und wie läuft das jetzt, wenn man ein Visum beantragen will? Da ist bei praktisch allen Visum eine Krankenkasse vorgeschrieben. Jetzt die EPS, die bekommt nicht jeder, der hier wohnt. Und zwar bekommen das nur Leute, die ein sogenanntes Migrantenvisum haben. Ein Migrantenvisum, das ist der Rentner, das ist der Investor, das ist der Ehemann, das ist der Vater oder Mutter eines kolumbianischen Kindes. Also da gibt es ein spezielles Video auch auf dem anderen Kanal dazu. Und da könnt ihr im Prinzip ja, euch dann bei der EPS versichern und wie gesagt, nur mit dem Visum könnt ihr euch einschreiben. Die Visitor Visas, das sind vor allem Studenten, digitale Nomaden, das sind die geläufigsten, aber auch der Rentista, also der von seinen Vermögenseinkünften lebt. Das ist nur ein Visitor Visa und der kann sich nicht einschreiben. Die brauchen dann eine andere Krankenkasse, die einfach Kolumbien deckt mit mindestens 100.000 gegen Unfall, Tod
und Rückführung im Fall des Todes des Körpers. Genau, wenn ihr das erste Mal natürlich das Visum beantragt, dann habt ihr noch keine EPS, könnt ihr nicht haben. Dafür reicht eine sogenannte Reiseversicherung. Wie gesagt, nach oben kann man im Prinzip alles versichern, auch globale Versicherung, wenn ihr sehr viel Reisetätigkeit habt. Das nennt sich Sura Global, haben aber die wenigsten, weil es ist sehr teuer. Dann grundsätzlich zum Spitalwesen oder Gesundheitswesen. Wie gesagt, ich war schon 3-mal, musste auch meine Herzklappe operieren. Hier vielleicht ein kleiner Ausschnitt von dem Spital. Und ich war auch beim Zahnarzt, da gibt es auch einen kleinen Ausschnitt. Und ich glaube, die Spitäler sind auf einem guten Stand. Man muss auch sagen, in den städtischen Gebieten hat man wirklich top medizinische Versorgung. Auf dem Land sieht es wieder ein bisschen anders aus. Wenn man die EPS nur hat, kann man zum Beispiel eine kleine Zusatzversicherung machen. Das heißt die EMI. Die EMI, das ist eigentlich, da kommt der Arzt zu dir nach Hause, sogar der Zahnarzt mit Stuhl, Röntgengerät, Assistent, Spritze, Stromaggregat, allem. Der hat alles dabei. Also ich habe das kaum geglaubt. Kostet etwa 15 bis 20 Euro im Monat zusätzlich. Ich habe es gemacht. Ich finde das eine tolle Sache und war schon manchmal froh darum. Ja, falls ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Vergesst nicht, ein Abo dazulassen. Und wir versprechen euch, es kommen tolle Reportagen auf euch zu. Wir werden uns ein neues Equipment zulegen. Die Videos werden besser. Lässt jetzt schon das Abo da, damit ihr die Top-Videos dann nicht verpasst, wenn Tom wieder zurück ist. Und solange müsst ihr mit mir vorlieb nehmen. Ich versuche hin und wieder mal ein Video hochzuladen, aber es folgen dann mehr Videos in der Zukunft. Nochmals vielen Dank, schaut auf den Playlisten und bis bald. Tschüss.